Heute habe ich vor, euch eine Osterdeko-Idee zum Aufhängen zu zeigen und auch erst einmal herzlich willkommen auf meinem Kanal an dieser Stelle. Auf meinem Arbeitstisch liegt jetzt Schleierkraut in 2 verschiedenen Farben. Ja, und das weiße Schleierkraut, das stammt sogar noch aus einem vorherigen Projekt. Aber warum entsorgen, wenn man das wieder neu verwerten kann? Ja, und das weiße Schleierkraut ist jetzt allerdings auch im Laufe der Zeit eingetrocknet. Das hier ist allerdings auch schon so ein bisschen angefangen zu verwelken, aber das kann man jetzt trotzdem verwenden. Ja, und ich muss jetzt hier mein Schleierkraut erstmal zurechtschneiden. Und aus dem Schleierkraut mache ich mir jetzt gleich kleine Sträußchen. Voraussichtlich werde ich die beiden Farben ja untereinander vermischen. Ich glaube, das sieht dann nachher ganz cool aus. Aber das ist dann wirklich Quatsch, ne? Wenn ihr das Schleierkraut, sagen wir jetzt mal, so wie ich in einer Vase hattet oder halt für andere Deko verwendet hattet, das muss man nicht immer gleich in die Tonne werfen, ne? Man kann das wirklich mehrmals verwenden. Gut, bei dem Projekt wird das Schleierkraut jetzt relativ klein geschnitten werden. Ist jetzt die Frage, ob man das jetzt letzten Endes danach auch nochmal verwerten könnte. Mal gucken. Doch, ich glaube, das wird ganz cool, wenn wir die beiden Farben einfach untereinander sozusagen verrühren. Muss man einfach mal gucken. Allerdings ist das jetzt auch so eine Deko-Geschichte, die kann man einfach im Laufe der Zeit dann mal vorsichtig beiseite räumen und dann natürlich aufheben für das nächste Jahr. Also ich finde, Schleierkraut, das hält auch ganz schön lange, über 2 Jahre mit Sicherheit, ne? Aber dann einfach vorsichtig beiseite legen und dann hat man wieder was fürs nächste Jahr. Ich glaube, ich möchte aber noch mehr von diesem, sagen wir mal, pinkigen Schleierkraut, lilastichigen, ja, wobei es ist mehr so in die Region, ich sag mal, so leicht pinkig-rosafarben. Aber das ist keine gute Qualität, die ich da erworben habe vor ein paar Tagen. Es ist nicht so, ja, es ist halt auch schon leicht am Verwelken. Achtet darauf, ne, wenn ihr Schleierkraut kauft, dass das nicht schon irgendwie, ich sag mal, so vertrocknet aussieht, wie meins jetzt. Ist ja auch relativ teuer, das Schleierkraut, und von daher auch ein Grund, das immer wieder mal zu benutzen, ne? Wenn man es halt noch gescheit abbauen kann. Und ja. Meinen Strauß aus dem Schleierkraut habe ich nun soweit fertig und im nächsten Schritt wird jetzt Bindedraht daran befestigt werden. Ich habe mich jetzt bewusst für diese Farbe entschieden, aber bei dem Bindedraht habt ihr auch eine riesige Farbauswahl. Ich sag mal, nehmt einfach die Farbe, die ihr am schönsten findet. Ja, und vom Anfang lasse ich jetzt ein gutes Stück hinausschauen, wickel jetzt hier mal zweimal drumherum. Und dann sei jetzt an dieser Stelle auch mal erwähnt, ihr könnt euch jetzt auch mal Gedanken machen, ob ihr noch mehr Materialien hier mit dem Bindedraht daran befestigen möchtet. Ich habe mir jetzt noch ein paar Birkenzweige und Federn hinzugeholt. Die Birkenzweige muss ich allerdings auch noch etwas zurechtschneiden. Damit ich aber wenig Materialverschwendung habe, schneide ich einfach so knapp oberhalb der nächsten Knospe, weil dann hat man auch einen schöneren Abschluss, als wenn man das jetzt hier so mittendrin einfach mal abschneiden würde. Muss natürlich gleich noch etwas eingekürzt werden, aber wie gesagt, ne, dann hat man einfach weniger Materialverschwendung. Lege ich mir jetzt hier erstmal so drauf und dann wickle ich das Ganze wieder mit meinem Bindedraht fest. Die Feder arbeite ich ganz zum Schluss ein. Überschüssiges Material, also hier oben, schneide ich nun bündig ab. So, das brauchen wir nicht mehr. Ja, und jetzt könnt ihr euch mal Gedanken machen, wie lang soll das denn nachher bei euch, ich sag mal, so hinunterhängen? Und wo habe ich jetzt meine alte Drahtschere oder alte Rosenschere? Na, komm mal her. Ich habe mir jetzt aber im Vorfeld schon mal Gedanken gemacht. Zack, schneiden wir jetzt ab. Verfrieren wir die beiden Drahtenden jetzt mal miteinander. Na, ich habe ja aus Versehen gerade falsch rum gewickelt. So, mal eben verwursteln. Hier oben kann man jetzt auch etwas miteinander verwursteln und dann könnt ihr, wie gesagt, easy peasy einfach aufhängen nachher. Und da schneide ich gleich den überschüssigen Draht auch mal ab. Man hätte jetzt auch zum Beispiel Schnur dafür verwenden können, für das ganze Festwickeln. Aber ich persönlich fand das Ganze jetzt mit dem farbigen Draht einfach schöner. Ist ja sowieso immer alles letzten Endes Geschmackssache. Muss jeder für sich selber entscheiden, was er halt schöner findet. Ja, jetzt habe ich hier aus Versehen mal eine Schlaufe selber aufgeschnitten. Muss ich mal eben anders miteinander verweben. Das dauert hier einen kleinen Moment.
Ich bin jetzt gerade dabei, mein Sträußchen so etwas auseinander zu friemeln. Und im nächsten Schritt braucht ihr auf jeden Fall eine Heißklebepistole, denn dieses Osterei wird jetzt so an dem Sträußchen mit der Heißklebepistole befestigt werden. Und man kann jetzt auch darüber nachdenken, ob man so wie ich auch noch diesen kleinen Osterhasen mit der Heißklebepistole befestigen möchte. Bleibt aber auch natürlich wieder jedem selbst überlassen. Ich mache mir da jetzt auch mal ordentlich Heißkleber dran. Kann ruhig wirklich gescheit was dran. Das muss ja nachher auch gut daran festsitzen. So, eben nochmal Friemel. Und zack, steckt das da jetzt so hinein. Ich warte jetzt natürlich einen Moment, bis ich halt merke, das Ganze ist hier fest geworden. Aber ich glaube, das sieht nachher ganz süß aus. Ich werde die Eier dann an einem Ast von einer Korkenzieher-Haselnuss gleich mal aufhängen. Und ich werde jetzt noch 2 Stück erstellen. Ich bin noch am Überlegen, ob ich für so eine kleine süße Mini-Version einfach mal ein Wachtelei nehmen werde. Und ja, mir persönlich gefällt das Ganze auf jeden Fall schon mal und das ist ja schon mal die Hauptsache. Doch, sieht doch knuddelig aus. Die könnten wir jetzt hier wirklich noch mit dran machen, warum nicht, ne? Wenn schon, denn schon. Ja, so sieht das Ganze jetzt fertig aus und die anderen beiden Ostereier, die ich noch dekorieren werde, die erstelle ich komplett im Zeitraffer, weil vom Prinzip her ist das ja jetzt gleich genau das gleiche wie das Ei hier. Ich habe jetzt meine dekorierten Ostereier auch mal aufgehangen und das hier ist ein Ast von einer Korkenzieher-Haselnuss. Ihr könnt natürlich auch einen anderen Ast dafür verwenden. Aber ich denke, das Ganze ist ganz niedlich geworden und alle benötigten Materialien für das Projekt findet ihr auch noch mal in der Videobeschreibung. Ja, und ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!